Der Obersalzberg ist weit mehr als eine schöne Bergkulisse für das Führungspersonal der Nationalsozialisten und ist weit mehr als ein Urlaubsort. Der Obersalzberg ist ein Ort, an dem weitreichende Entscheidungen getroffen worden sind, Entscheidungen über Leben und Tod. Und eine dieser Entscheidungen möchte ich euch heute vorstellen, es ist der sogenannte Gnadentoderlass oder ein Euthanasiebefehl. Der Euthanasiebefehl, der Gnadentoderlass, betrifft eine Gruppe von Opfern, die nicht im Fokus stehen. Es geht um behinderte Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, psychisch Kranke. Es geht um eine Tätergruppe, die man auch jetzt nicht im ersten Moment als Tätergruppe identifizieren würde. Es geht um Ärzte und Pfleger. Also es ist nicht um SS oder Gestapo, sondern eben um Angehörige von sozialen Berufen, die zum Teil einen Eid geleistet haben, Leben zu retten. Ich lese euch jetzt einmal den Gnadentoderlass vor. Berlin, 1. September 1939. Reichsleiter Buhler und Dr. Med Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Da ist die Rede von Gnadentod. Was ist mit Gnadentod gemeint? Gnadentod ist nichts anderes in dem Fall wie die massenweise Ermordung von unnützen Essern, von minderwertigen Leben, ganz entsprechend der nationalsozialistischen Ideologie von der Rassenhygiene. Wie ist dieser Gnadentod, wie ist es gegangen? Also wie ist es vonstatten gegangen? Man hat die Menschen, die Behinderten und Kranken, in eine der 6 Tötungsanstalten, die es gegeben hat, verbracht. Und diese Tötungsanstalten waren getarnt als Pflegeanstalten. Und in diesen Pflegeanstalten sind die Menschen mittels Gas massenweise umgebracht worden. In Schloss Hartheim bei Linz zum Beispiel war die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 4 Stunden. Man hat also erprobt, mittels Gas massenweise Menschen umzubringen, und das Personal, das dort gearbeitet hat, ist dann später mit dem erworbenen Know-how zum Teil direkt in die Vernichtungslager und Konzentrationslager versetzt worden oder gegangen. Wer waren dieser Reichsleiter Buhler und wer war Dr. Med Brandt? Der Herr Buhler war Chef der Kanzlei des Führers, also für die Privatangelegenheiten von Adolf Hitler zuständig, und der Herr Brandt, der Dr. Brandt, war der Begleitarzt von Adolf Hitler. Die beiden waren ständige Gäste am Obersalzberg. Im Herbst 1939 war Euthanasie eines der Themen, das hier diskutiert wurden. Und im Oktober wurde dieser Gnadentoderlass verfasst auf dem privaten Briefpapier von Adolf Hitler. Datiert ist es aber auf den 1. September 1939. Das heißt, es ist rückdatiert worden. Warum auf den 1. September? Man wollte einen Zusammenhang herstellen mit Kriegsbeginn. Also der 1. September ist der Beginn des Krieges, und man wollte einen Zusammenhang herstellen, und zwar mit der Ideologie von der Vernichtung des Minderwertigen. Der Gnadentoderlass hat insgesamt nach heutigem Wissensstand 360.000 Menschen das Leben gekostet. Das ist ein Vielfaches mehr, wie man noch vor 20 Jahren gemeint hat, so vor 20 Jahren, als die Ausstellung hier am Obersalzberg eröffnet worden ist. Ganz besonders an diesem Dokument ist, dass es das Adolf Hitler in direkten Zusammenhang mit dem Massenmord bringt, weil er das unterschrieben hat.